usefulgerman.com. Heute beginnt mein neuer Sprachkurs. Heute beginnt mein neuer Sprachkurs. Die Sprachschule befindet sich in der Nähe meiner Arbeit. Die Sprachschule befindet sich in der Nähe meiner Arbeit. Dreimal pro Woche habe ich abends Unterricht. Dreimal pro Woche habe ich abends Unterricht. Ich lerne zusammen mit 4 anderen Kursteilnehmern eine neue Sprache. Ich lerne zusammen mit 4 anderen Kursteilnehmern eine neue Sprache. Das Klassenzimmer ist nicht besonders groß. Das Klassenzimmer ist nicht besonders groß. An der Wand hängt eine große Tafel und im Raum stehen Stühle und Tische. An der Wand hängt eine große Tafel und im Raum stehen Stühle und Tische. Vor der Tafel steht unser Sprachlehrer. Vor der Tafel steht unser Sprachlehrer. Unser Sprachlehrer ist ein sehr sympathischer Mensch. Unser Sprachlehrer ist ein sehr sympathischer Mensch. Er beantwortet alle unsere Fragen und stellt uns auch viele Fragen. Er beantwortet alle unsere Fragen und stellt uns auch viele Fragen. Wir bekommen jede Woche Hausaufgaben für das Wochenende. Wir bekommen jede Woche Hausaufgaben für das Wochenende. Anschließend sagt er uns, was wir gut und was wir schlecht gemacht haben. Anschließend sagt er uns, was wir gut und was wir schlecht gemacht haben. Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich und nie langweilig. Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich und nie langweilig. Das Lernen fällt uns nicht mehr so einfach wie damals in der Schule.
Das Lernen fällt uns nicht mehr so einfach wie damals in der Schule. Dafür sind wir aber sehr motiviert und viel disziplinierter. Dafür sind wir aber sehr motiviert und viel disziplinierter. Die Vokabeln müssen wir selber zu Hause lernen. Die Vokabeln müssen wir selber zu Hause lernen. Im Unterricht erklärt er uns die Grammatik. Im Unterricht erklärt er uns die Grammatik. Außerdem machen wir Gruppenübungen. Außerdem machen wir Gruppenübungen. Wir bereiten jeweils zu zweit einen Dialog vor. Wir bereiten jeweils zu zweit einen Dialog vor. Danach müssen wir uns vor die Tafel stellen und den Dialog vortragen. Danach müssen wir uns vor die Tafel stellen und den Dialog vortragen. Anschließend dürfen die anderen Sprachschüler Fragen stellen. Anschließend dürfen die anderen Sprachschüler Fragen stellen. Allerdings dürfen wir alle nur in der Fremdsprache sprechen. Allerdings dürfen wir alle nur in der Fremdsprache sprechen. Manchmal fehlen uns die passenden Wörter. Manchmal fehlen uns die passenden Wörter. Dann hilft uns unser Sprachlehrer und gibt uns nützliche Tipps. Dann hilft uns unser Sprachlehrer und gibt uns nützliche Tipps. Der Unterricht macht mir wirklich sehr viel Spaß. Der Unterricht macht mir wirklich sehr viel Spaß. Nimmst du auch an einem Sprachkurs teil? Nimmst du auch an einem Sprachkurs teil?